Hallo liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, heute hier zu diesem Video das erste Resümee zu unserem Einbau AirDunes Luftfilter im Wohnmobil. Wir haben die Luftfilter eingebaut in unserem Wohnmobil. Wir haben euch versprochen, wir geben das Resümee, das erste Resümee zu unserem Verbau der Luftfilter von AirDunes hier. Wir beantworten euch Fragen. Wir haben jede Menge Fragen, Vor- und Nachteile zu dem Luftfilter von AirDunes. Lasst euch überraschen. Weiter geht's in diesem Film. Nach dem Intro bleibt dran. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Willkommen heute hier zu diesem Film, zu unserem Resümee AirDunes Luftfilter im Wohnmobil für die Truma-Heizung. Wir haben die jetzt ca. 4 Wochen im Test und können euch natürlich schon den ersten Resümee geben. Wenn ihr den Einbaufilm noch nicht gesehen habt, schaut euch ihn ganz einfach noch einmal an. Den findet ihr hier, den werden wir hier nochmal mit. Wir werden Fragen von euch beantworten, davon haben wir eine ganze Menge bekommen. Wir werden Vorteile und Nachteile herausfiltern. Bleibt dran, das wird ganz spannend und ganz interessant. Ganz kurz noch einmal zu dem Verbau. Wir haben ja die Luftfilter eingebaut. Das ging relativ zügig. Wir haben uns natürlich verzählt, beziehungsweise wir haben im Vorfeld unsere Auslassdüsen nicht komplett durchgezählt. Wir haben insgesamt 9 Auslassdüsen. Davon haben wir 3 kurze Filter gebraucht und 6 lange Filter verbaut. Die kurzen Filter haben wir euch schon mal gezeigt. Hinter der Auslassdüse ein T-Stück verbaut habt, dann kommt es dazu, dass der lange Filter nicht ganz passt. Da müsste man dann einen kurzen Filter verwenden. Das solltet ihr, ist unser Tipp, ganz einfach mal nachschauen, damit ihr genau wisst, wie viel kurze ihr braucht und wie viel lange Filter ihr braucht. Dann werden wir auf jeden Fall jetzt mal im Beisein von euch einen Filter ausbauen und mal nachschauen und einmal vergleichen. Sehen wir schon einen Unterschied oder sehen wir noch keinen Unterschied? Bevor wir den Filter ausbauen, erst einmal das kurze Resümee von uns. Das ist wirklich kurz und prägnant. Wir haben schon die ersten Raumluftveränderungen in den ersten 24 Stunden gemerkt. Wir waren ja unterwegs gewesen im April und im Mai. Und demzufolge können wir euch jetzt schon das erste Resümee geben. Wir sind, wie gesagt, begeistert nach wie vor und unsere Erwartung hat es voll übertroffen, schon nach den ersten 24 Stunden. So, jetzt bauen wir den ersten Filter einmal aus und schauen einmal nach im Beisein von euch. Sehen wir da schon was oder sehen wir jetzt noch nichts? Als erstes habe ich mir mal den Filter ausgesucht im Küchenbereich und den werden wir jetzt mal gemeinsam ausbauen und nachsehen. Hier haben wir den ersten Filter, den schauen wir uns jetzt mal an. Er ist leicht eingefärbt ins Gelbliche. Ich habe hier mal einen neuen Filter daneben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sehen kann. Das ist der verbaute gewesen und das ist der neue. Der ist leicht eingefärbt, minimal. Gut, den kurzen, den bauen wir hier wieder ein. Das ist auch die Ecke, wo wir dahinter ein T-Stück haben. Das Heizungsrohr kommt von hier hinten und geht nach vorne weiter. Jetzt haben wir den Filter, der ist relativ weit weg von der Heizung. Schauen wir uns den mal genau an. So, das ist jetzt der Filter. Hier haben wir einen neuen Filter dazu. Hier sieht man auch so minimal gelblich, aber noch keinen großen Unterschied. Also nach 4 Wochen Gebrauch, das hier der drin war und das ist der Filter, der neue. Also wir sehen jetzt hier groß keinen Unterschied, leicht gelblich, auch hier drin noch nichts groß. Den bauen wir wieder rein.
Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, 4 Wochen sind die Filter jetzt hier bei uns in Betrieb. Der eine minimal gelb am Küchenauslass, der hier vorn an der Eingangstür nahezu unverändert, leicht eingefärbt, aber minimal, man sieht keinen großen Unterschied. 4 Wochen in Benutzung. Wir merken es natürlich speziell von der Luft, aber wir sehen es noch nicht in den Filtern jetzt, dass wir jetzt Rückstände drin haben. Ganz kurz zeigen wir euch noch einmal den Einbau in diesen, wie das richtig gemacht wird, weil einige Zuschauer hatten damit Probleme, dass diese Filter an diesen Auslässen fest wären. Das Problem hatte ich auch am Anfang, da komme ich dann noch mal dazu. Wir haben, wenn ihr die Filter so in der Hand habt, dann habt ihr, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, solche Aussparungen und hier habt ihr diese Öffnungen. So, ganz einfach die Nasen in die Einsparung passend einsetzen, so, und dann den Filter andrehen. Somit sitzt der Filter hier komplett fest. Bitte nicht den Filter mit den Nasen versuchen hier drauf zu drücken auf diesen Löchern, weil da sitzt der Filter nicht passgenau. Also reinstecken und einmal drehen bis zum Anschlag, probieren, dass er fest sitzt und dann ist das okay. Das Problem hatten wir nämlich auch gehabt, dass bei uns ein Filter nicht richtig gesessen hat und der ist während der Fahrt abgefallen, der Filter, und ist in das Heizungsrohr rein und hat sich im Heizungsrohr quergelegt. So, und daraufhin hat unsere Heizung, ich vermute mal, dass es daraufhin war, die Truma-Heizung hat gedacht, wir haben alle Wärmeauslässe verschlossen und da ist die Truma-Heizung automatisch in den Sommerbetrieb gegangen. Wir vermuten, dass es das war, dass es der Fehler war, von diesem Truma-Auslass abgefahren ist und hat sich in dem Heizungsrohr drinne quer verkantet. Da lag so drin. Ne? Also deswegen schauen, dass die richtig mit den Nasenpass genau reinkommen, richtig festdrehen. Und dann passt das, dann kann das auch nicht mehr abfallen. Ob das jetzt natürlich auch der Auslöser für den Sommerbetrieb war von der Truma-Heizung, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich vermute es ganz einfach mal. Jetzt mal zu euren Fragen. Viele Fragen waren gleich gemeint, unterschiedlich formuliert. Ganz prägnante Frage: Luftauslass, Luftdurchlass. Gibt es da Behinderungen? Wir haben es jetzt noch nicht gemessen, generell, aber von meinem persönlichen Gefühl, vorher, nachher, da hat man das ja in Gewohnheit, klipp und klar, nein, vielleicht minimal, aber für uns nicht spürbar. Dann haben uns viele Zuschauer geschrieben, muss ich alle Düsen wechseln? Oder kann ich erst mal 2 oder 3 oder wie auch immer? Da haben wir auch eine klipp und klare Antwort. Wer 100% Erfolg haben will, dann sollte man auch 100% wechseln. Das ist ganz einfach die Antwort. Natürlich kann man 2, 3 Filter hier einbauen. Dann hat man natürlich auch bloß 30% Erfolg. Das ist natürlich logisch. Dann kann ich auch nicht 100% erwarten. Also man sollte schon alle Auslassdüsen von Truma mit solchen Filtern hier bestücken. Ob man es jetzt in der Garage braucht, darüber kann man sich streiten. Aber wir haben es gemacht. Einige haben gefragt, warum werden diese Filter an allen Auslassdüsen verbaut und nicht in der Heizung bzw. in der Truma-Heizung, wo die Luft angesaugt wird. Kann ich jetzt nicht groß dazu sagen. Ich vermute mal ganz einfach, ist der technische Aufwand viel größer, weil wenn ich einfach so einen Lüfter wechseln könnte, der jetzt in der Truma-Heizung verbaut ist, dann müsste man jedes Mal in der Werkstatt fahren und man muss natürlich auch immer mit bedenken, der Feinstaub, den wir hier haben, den findet ihr auch in den Heizungsrohren. Den saugen wir ja nicht nur von draußen an. Und wer sich schon mal die Mühe gemacht hat und bei seiner Truma-Heizung nachgeschaut hat, da sieht man ja meistens das Gebläse, wie sich hier durch die Luftverwirbelung Schmutz und Feinstaub
festsetzt. Dann haben uns einige Zuschauer gefragt, kann man diesen Filter, wenn er komplett verschmutzt ist, waschen? Ein Hinweis jetzt von uns, also ich würde es nicht empfehlen. Natürlich kann man diesen Filter waschen, logisch, was spricht jetzt dagegen, können tun wir alles. Aber ich würde es nicht tun. Wir haben solche ähnlichen Filtern in medizinischen Geräten verbaut und wenn dann uns die Geräte anzeigen, dass hier ein Filterwechsel bei uns vollzogen werden muss, dann werden die Filter bei uns gewechselt und die gehen in den Müll. Und demzufolge ist auch hier die Frage diesbezüglich meinerseits oder unserer Seite her beantwortet. Zur nächsten Frage haben uns einige Zuschauer angeschrieben, wie es jetzt ist für Allergiker, für Leute, die jetzt Probleme haben mit allergischen Reaktionen, Tierhaaren und so weiter. Wir haben ja jetzt die Allergikerzeit im Frühjahr. Ich habe es in den ersten 24 Stunden gemerkt, die Pollen sind raus aus dem Wohnmobil. Ich habe auch nicht mehr diese Niesattacken gehabt im Wohnmobil. Tierhaare, die man im Wohnmobil hat, die kommen ja nicht in das System. Also das sind ja auch schwerere Partikel, die legen sich im Wohnmobil irgendwo ab. Also das heißt nicht, dass man den Staub komplett, der sich im Wohnmobil sammelt, hier rausbekommt. Der Staub und der Schmutz reduziert sich ungemein, aber man muss das differenzieren. Den Feinstaub, die Feinstaubpartikel, die man durch die Heizung ansaugt, durch die Außenluft und natürlich den Schwerstaub von den Tierhaaren, die man im Wohnmobil hat. Und es ist natürlich eine super Geschichte für diejenigen, die eine Schlafmaske haben und hier den Filter mit verbaut haben, weil diese Schlafgeräte ja auch die Umgebungsluft ansaugen. Ja, dann haben viele gefragt, Filterwechsel ganz einfach, man sollte laut Hersteller die Filter mindestens oder sollte man einmal im Monat nachschauen, ob der Filter noch okay ist. Hersteller sagt 3 bis 4 Monate im Winterbetrieb, dann etwas eher, aber man sagt so 3 bis 4 Monate. Das konnten wir noch nicht austesten. Also unsere Filter, ihr habt es vor uns gesehen. Vielleicht machen wir noch mal ein Video dazu, wenn wir die Filter tauschen. Ich vermute mal im November, Dezember werden wir die Filter austauschen. Das ganz einfach zum Wechsel der Filter. Dann die häufigste Frage die wir bekommen haben, der Preis. Wir haben hier das Starter-Set bestellt, 5.1 damals. Wir haben ja 3 kleine gebraucht und 6 lange Filter haben wir gebraucht. 89,90 kostet das Starter-Set. Da haben viele gesagt, wow, preisintensiv. Muss ich sagen, jein. Es geht um die Gesundheit, es geht um dem, was wir einatmen, was wir unterwegs sind. Haben wir die ganzen Jahre auch gemacht. Jetzt gibt es natürlich diese Filter. Um die 50 € wäre auch zu vertragen. Das Plaster, das muss sehr hitzebeständig sein. Das Filtermaterial ist sehr hochwertig. Ich habe das mal verglichen mit dem Filtermaterial, was wir bei uns verwenden in den medizinischen Geräten. Das ist ähnliches Material. Also da kostet der Filter, da will ich euch den Preis gar nicht sagen, was da ein Filter kostet. Wir haben 2 Starter-Sets gebraucht, also lagen wir ja bei knapp 180 € fürs ganze Wohnmobil. Wir haben aber hier 3 Filter übrig, also brauchen wir beim nächsten Mal ja bloß einmal ein Nachfüllset. Ganz einfach mal dazu zum Preis. Es hängen Entwicklungskosten mit dran und so weiter und so fort. Ja, das ganz einfach mal zu der Thematik Preis. Jetzt ganz einfach nochmal zu diesen Paketen. Ich habe mich nochmal kundig gemacht. Zählt durch, wie viel Filter ihr insgesamt braucht, wie viel Auslässe habt ihr, wie viel kurze, wie viel lange Filter braucht ihr. Es gibt jetzt auch diese Starter-Sets in 3-3, das heißt 3 lange Filter und 3 kurze Filter.
Die Nachfüllsets kosten 69,90, habe ich jetzt nachgeschaut. Gibt es auch in 3,3 und 5. Wir fühlen uns wohl und wir haben viel besser geschlafen als sonst. Vielleicht lag es an der Umgebung, vielleicht lag es an den Filtern, vielleicht lag es auch dort, wo wir standen. Das könnt ihr ja nochmal sehen hier in dem Film. Keiner weiß es, aber wir haben wunderbar geschlafen. Meine persönliche Meinung: gehört in jedes Reisemobil mit Truma-Heizung. Wenn der Händler ein Wohnmobil ausliefert, ganz einfach sagt, hier, die Filter kommen mit rein. Ja, liebe Freunde, und wenn ihr Fragen habt und Anregungen, schreibt es ganz einfach unten in die Kommentare. Wir würden uns natürlich auch auf einen Daumen nach oben freuen von euch, wenn euch das Video gefallen hat. Das war es ganz einfach mal gewesen von uns zum Thema Airtunes-Filter für Truma-Heizung im Wohnmobil. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, immer einen schönen freien Platz in der jetzigen Zeit. Viel Spaß und wir sehen uns auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss.